Sie haben es sicherlich mitbekommen. In der letzten Woche, auch da wurde wieder sozusagen ein Leck festgestellt in unserem Sicherheitssystem im Netz, in den Computern. Airline van Genuchten ist bei uns und wir haben uns gedacht, wenn wir schon eine IT-Spezialistin hier bei uns haben heute, dann wollen wir auch ein bisschen darüber erfahren, was hat es denn eigentlich mit diesem Spectre, so heißt es, glaube ich, ne, was da entdeckt worden ist. Ich habe es nicht ehrlicherweise richtig kapiert. Was hat es damit auf sich? Wie bedrohlich ist die Situation für uns? Ja, also das Problem ist, dass fast alle Rechner und Handys, die einen bestimmten Teil drin, also einen Chip drin haben, die sind dafür anfällig. Und da das so weit verbreitet ist, haben Angreifer natürlich auch mehr Chance, diese Schwachstelle auszunutzen. Also es kann jeden von uns treffen? Fast jeder, ja, genau. Die Schwachstelle ist recht kompliziert, also da haben die Forscher sich schon was Schwieriges überlegt. Für sie wichtig ist auf jeden Fall, dass sie, wenn es Aktualisierungen gibt, um diese Lücke zu schließen, dass sie dann auch installieren, also die Installation durchführen. Und die Aktualisierungen, diese Updates, die bekommen wir mitgeteilt, wenn sie da sind, am PC selber. Und dann sollten wir auch drücken, ja, bitte durchführen. Am liebsten so schnell wie möglich. Und dann sind wir sicher. Ja. Gut. Apropos sicher, es ist ja wirklich eine Krux manchmal mit diesen ganzen Passwörtern, die man für alles Mögliche benutzen muss. Und darüber wollen wir so ein bisschen reden, über sichere Passwörter, diese Anzahl an Passwörtern, wie kriegen wir das alles geordnet und wie sind wir auf Nummer sicher. Und es ist tatsächlich ganz spannend, erst mal zu gucken, wie es nicht geht. Ja, genau. Weil man nämlich dann bei Ihnen, Sie zeigen das mal, entdecken kann, wie einfach andere an unser Konto rankommen. Das kann für Sie sehr böse ausgehen. Genau. Ich habe hier unter dieser Tastatur habe ich ein Passwort gefunden. Und eine Person eine Ulrike, hat sich hier ein schwieriges Passwort ausgedacht, konnte sich aber nicht so gut merken. Und ich habe als Angreifer das jetzt gefunden. Und zufällig weiß ich von Ulrike die E-Mail-Adresse. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir das Passwort nutzen können, um ihre E-Mail-Adresse zu hacken. Ist grundsätzlich auch nicht so ein wahnsinnig gutes Versteck da unter der Tastatur. Nee, das ist sehr geläufig, leider. Und deswegen, wenn man irgendwo sucht, dann zuerst unter der Tastatur. Und wenn Sie jetzt die Mail-Adresse noch haben, zeigen Sie mal, wie gehen Sie dann vor? Genau, also die E-Mail-Adresse haben wir hier gefunden und wir wissen, dass es ein Hotmail-Account ist, nur als Beispiel. Und wenn ich hier das Passwort, was ich gerade gefunden habe, eintippe. Wir verraten es natürlich nicht. Man kann immer einen Tippfehler machen natürlich mit komplizierten Passwörtern. Aber wir sehen jetzt, Es arbeitet. es arbeitet, dass es geklappt hat. Das heißt, Sie sind jetzt drin im System von Ulrike. Richtig, genau. Ich habe Ihre E-Mail-Adresse gefunden und hier in diesem Account sehen wir dann Ihre E-Mails. Jetzt ist natürlich schön, also damit können wir schon sehr viel anstellen, alle möglichen E-Mails verschicken zum Beispiel, aber wir können auch zum Beispiel gucken, ob sie das Passwort wiederverwendet hat. Auch nicht unüblich. Ja, beispielsweise, das machen viele, ne? Ein Passwort für alles, beispielsweise um einkaufen zu gehen, shoppen im Internet. Genau, deswegen können wir mal gucken, ob sie zum Beispiel bei Amazon einen Account hat und ob sie das Passwort wiederverwendet hat. Also können wir hier zu Amazon gehen und nochmal ihre E-Mail-Adresse eingeben und nochmal das Passwort. Und Sie bekommen von all dem nichts mit, Ulrike? Nee, sie bekommt davon gar nichts mit. Nee. Okay. Jetzt sehen wir aber leider, dass sie dafür ein anderes Passwort verwendet hat. Also Sie leider, für Ulrike gut. Für Ulrike sehr gut gemacht, genau, für uns aber schlecht. Wenn sie es hätte, das gleiche Passwort, dann könnten Sie jetzt praktisch mit dem Geld von Ulrike im Internet bei Amazon oder wem auch immer shoppen gehen. Richtig, aber vielleicht können wir es trotzdem, weil Amazon, und das gibt es auch sehr häufig, bietet die Funktion Passwort vergessen an. Und wenn ich darauf klicke, dann sehen wir, dass wir wählen können, oder sagen können, dass eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse geschickt wird. Das machen wir jetzt mal. Mit dem neuen Passwort. Ja, oder in diesem Fall können wir ein neues Passwort festlegen. Und wenn ich das mache, dann kann ich zu dieser E-Mail-Adresse gehen, die wir gerade geknackt haben, und kann diese E-Mail, die jetzt hier aufgetaucht ist, öffnen und habe diese Code, die wir eingeben müssen. Das ist nur ein Schritt mehr und Sie sind tatsächlich drin und kriegen sofort alles gekauft, was Sie wollen. Und Ulrike bezahlt. Richtig. So. Jetzt wissen wir, warum das nicht gut ist, das nicht allen zu einfach zu machen. Da müssen Sie uns vielleicht mal ganz kurz erklären, wie habe ich denn ein gutes, sicheres Passwort und wie merke ich mir so viele verschiedene wie möglich? Also ein gutes Passwort ist auf jeden Fall lang, also mindestens 10 Zeichen und enthält Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Und damit Sie sich das leichter merken können, können Sie entweder Passwörter wählen mit Assoziationen oder ganze Sätze. Beispiel? Ich habe Hunger und habe Lust auf Pizza. 12.
Genau. Zum Beispiel? Genau. Oder Sie können zum Beispiel, wenn Sie Fußballfan sind, können Sie sich zum Beispiel überlegen, WM 2014, Argentinien 0.1. Das kann man Sehr sich gutes, gut, sehr das gutes ist ein Stichwort. sehr gutes Passwort Hinten auch. dran noch Weltmeister Deutschland, Mario Götze, Verlängerung. So, kann man so machen. Jedenfalls eine eigene persönliche Geschichte, die ein anderer nicht kennt, Richtig. die nutzen als Passwort und dann auch verschiedene Geschichten sich überlegen, Genau. wie kann er schnell rausfinden. Ja, super. Und sollte das trotzdem nicht reichen, es gibt auch Programme, worin Sie Passwörter speichern können, dann können Sie die da auch da rauskopieren und so können Sie die große Masse an Passwörtern auch Finden bewältigen. Sie die selber wieder. Wie heißt so ein Programm? Ein Passwort Safe ist ein allgemeiner Name dafür.